Vielleicht kannst du einfach mal kurz so eine Einführung machen, was sich hinter so einem Canvas denn versteckt, beziehungsweise welche Idee dahinter steckt, weil mit Sicherheit ist es vielen noch kein Begriff. Kann ich sehr gerne machen. Grundlegend bin ich ein Freund von definierten Strukturen und relativ oft, wenn ich auf ein Problem stoße, dann mache ich Google auf und schaue erstmal, ob jemand anderes sich schon mit dem Thema beschäftigt hat. Und bei dem ganzen Thema rund um die Canvasse, wie du vorhin schon in der Einleitung gesagt hattest, wer den korrekten Terminus kennt für den Plural, darf das gerne im Chat erwähnen. Einfach reinschreiben, genau. Genau, vielleicht können wir das heute einfach auch auflösen. Ja, die Canvases sind eine sehr gute Form, um Dinge einfach strukturiert aufzuarbeiten, um Dinge strukturiert anzugehen und sich mit Strukturen zu beschäftigen, wo sich andere Leute weltweit schon sehr, sehr lange und sehr ausgiebig die Köpfe drüber zerbrochen haben. Von daher nutze ich das ganz gerne als Mittel im Tagesgeschäft, im privaten Umfeld, bei meinen diversen Ideen, um einfach Situationen und Themen ganz klar zu strukturieren. Und da gibt es relativ viel im frei verfügbaren, also die auch wirklich genutzt werden dürfen, die auch geändert werden dürfen. Das meiste ist unter Creative Commons abgedeckt. Und genau, ein Teil davon oder ein paar habe ich heute mitgebracht.